Der Deutsche Manuel Lettenbichler hat sich beim Erzberg Rodeo 2022 in die Geschichtsbücher eingetragen. Ja, Red Bull Erzberg Rodeo, mega harter Tag. Es war wirklich ein anstrengendes Rennen. Guten Start gehabt, was mega cool war, und habe dann gleich mal geführt und die Jungs hinter mir lassen können. Habe dann zum Schluss eigentlich mit Mario und mit Michi Wolkner ein bisschen ein Battle gehabt, wo die hinter mir waren. Und ich war sehr froh, dass ich es hinter mir haben lassen können. Bin in die letzten Passagen rein, so die neue Passage mit der Motorex-Highway. Hat sehr meine Kräfte gezehrt, aber wir haben es schlussendlich gemacht. Und ja, so ein Rennen zu gewinnen, das bedeutet mir mega viel. Manuel Lettenbichler hat die 26. Auflage des legendären österreichischen Erzberg-Rodeos gewonnen. Er bezwang dafür nicht nur 1200 Konkurrenten, sondern auch den als Eisenriese bekannten Berg. Für das Hauptevent am Sonntag hatten sich 500 Fahrer qualifiziert. Lediglich 8 von ihnen schafften es, die 35,2 Kilometer lange Strecke innerhalb des 4-stündigen Zeitlimits zu absolvieren. Lettenbichler holte sich einen Start-Zielsieg. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten der spanische Fahrer Mario Romain und der Kanadier Tristan Hart. Das erstmals 1995 in der österreichischen Bergbaustadt Eisenerz ausgetragene Red Bull Erzberg Rodeo gilt als heiliger Gral der Hard-Enduro-Fahrer. Es wird auf dem Erzberg ausgetragen, einem aktiven Erzbergwerk, in dem jährlich mehr als 2 Millionen Tonnen Eisenerz gefördert werden. Der Eisenriese gilt als größte von Menschenhand geschaffene Pyramide und bietet ein einzigartiges und extrem anspruchsvolles Gelände für den Offroad-Motorsport. Nach 3 Jahren Pause seit dem letzten Rennen in 2019 pilgerten wieder mehr als 1000 Fahrer, Profis ebenso wie Amateure zum Red Bull Erzberg Rodeo, um sich der Herausforderung zu stellen. Das Hauptrennen am Sonntag gilt als Herzstück des 4-tägigen Hard Enduro Festivals, das Zehntausende Fans anzieht. Gestartet wurde am Sonntag um 14:30 Uhr. Billy Bolt, Manuel Lettenbichler und Caleb Russell kamen beim Start am besten aus dem Kessel, dem tiefsten Punkt des Tagebaus, heraus. Und gleich nach den ersten Auffahrten gab es Verwirrung unter den Führenden, denn Absperrbänder wurden von den Fans entfernt, sodass diese Gruppe nicht die geplante kurze Schleife fahren konnte. Die Führung änderte sich dadurch jedoch nur kurzfristig und so schossen die Top-Fahrer gleich auch die Sektion Wasserleitung hoch, die den Amateuren der folgenden Startreihen schon massive Probleme bereiten sollte. Lettenbichler konnte sich zu diesem Zeitpunkt schon etwas von Bolt absetzen. In einer der bislang härtesten Ausgaben des Rennens kämpfte Lettenbichler 2 Stunden lang nicht nur gegen den Berg, sondern auch gegen seinen hartnäckigsten Verfolger Romain. Mit einer Zeit von 2 Stunden und 58 Minuten blieb der Deutsche schließlich als einziger Fahrer unter 3 Stunden. Die Fahrer hatten maximal 4 Stunden Zeit und mussten auf der extrem anstrengenden Strecke 27 Kontrollpunkte passieren. Lettenbichler beschrieb anschließend das unglaubliche Gefühl, als er beim 26. Kontrollpunkt sicher war, das Rennen zu gewinnen. Als ich Lazy Noon passierte, dachte ich nur, oh Mann, wie verrückt ist das denn, sagte Lettenbichler. Sein Sieg war dabei nicht immer ungefährdet. Bei Kontrollpunkt 22, dem Highway, hatte er zu kämpfen, bereitete zugleich seinen Konkurrenten die Spur, was insbesondere Romain erlaubte, aufzuschließen. Während Lettenbichler zu seinem Start-Zielsieg fuhr, musste der zweitplatzierte Romain sich nach einem verpatzten Massenstart mit 50 Fahrern erst zurückkämpfen. In der letzten Phase des Rennens kam der Spanier bis auf wenige Meter an Lettenbichler heran. In der schwierigsten Ausgabe des Rennens aller Zeiten konnte er den Führenden aber nicht mehr überholen. Unter den Finishern befand sich auch der Österreicher Michael Walkner, der als einziger Vertreter des Gastgeberlandes ins Ziel kam. Ja, ganz am Anfang ist ehrlich gesagt gar nicht so gut gelaufen. Da bin ich gleich bei einem ersten Hang hängen geblieben, weil es so gestaubt hat. Dann habe ich gepusht und habe gemerkt, dass ich einen nach anderen überhole. Und habe dann wirklich extrem gepusht, wie ich hinter Mani war ich so motiviert. Und das war, glaube ich, ein bisschen zu viel, weil ich dann eingebrochen bin kurz vor dem Karlsdinner. Und das hat sich durchs ganze Karlsdinner gezogen, war ich einfach so fertig. Und jetzt zum Schluss ist es wieder ein bisschen besser geworden und bin jetzt einfach nur froh, dass ich da stehe. Ja, für mich auf jeden Fall das Karlsdinner, weil wirklich, da war ich komplett fertig und bin von Stein zu Stein gekupft und habe mir einfach gedacht, wann hört das auf. Die anderen Stellen, es waren schon schwierige Stellen dabei, aber nicht jetzt wirklich, wo ich mir gedacht habe, ich will jetzt einfach aufhören, sondern das war wirklich ein Karlsdinner. Für mich war das halt das Härteste, ja. Der Südafrikaner Matthew Green war der letzte Fahrer, der die Ziellinie überquerte. Der 20-Jährige war damit auch der einzige Fahrer der FIM Junior Championship, der die Zielflagge sah. Pechvogel des Tages war der 5-malige Red Bull Erzberg Rodeo-Sieger Graham Jarvis, der wegen technischer Probleme eine Stunde lang an der Startlinie festhing. Der 47 Jahre alte Veteran schaffte in der verbliebenen Zeit zwar noch 21 der 27 Kontrollpunkte, kam aber nicht innerhalb des Zeitfensters ins Ziel. In diesem Jahr war das legendäre Event erstmals Bestandteil der FIM Hard Enduro World Championship.
Unter den 1200 Startern, die sich im Prolog qualifizierten wollten, befanden sich neben bekannten Profis, die um die Weltmeisterschaft kämpfen, auch viele Amateure. 2022 kamen nur 8 Fahrer ins Ziel, allesamt Profis.